Ich bin selber ein ungeduldiger Mensch, aber ich werde immer wieder auf die Probe gestellt. Also wir brauchen viel Geduld. Die Gerichtsverfahren dauern Jahre, weil die Gerichte überlastet sind. Nichtsdestotrotz sind die Gerichte aber ein ganz, ganz wichtiges Regulatorium im Umweltrecht. Ohne Gerichtssprechungen würde die jeweilige Landesregierung und die jeweilige Bundesregierung sich nur so weit bewegen, wie es bequem für sie ist. Und bequem wird es eben insbesondere in der Landnutzung und in der Landwirtschaft nicht, weil das System kaputt ist und weil die Wissenschaft ganz deutlich den Finger in die Wunde legt. Wir selber betreiben ja keine Wissenschaft, sondern wir schauen, was schreibt die Wissenschaft in ihren Berichten und in ihren Artikeln, und daraus folgern wir die notwendigen Maßnahmen ab. Und wenn die jeweilige Regierung und die jeweiligen Behörden nicht die richtigen Schritte ergreifen, dann müssen wir dafür sorgen. Es ist traurig, dass es notwendig ist, aber es ist so. Und insofern, ohne Gerichte und Rechtsprechungen würde es um Umwelt- und Naturschutz viel, viel schlechter stehen in Deutschland. Also die Bundesregierung kann es eigentlich nicht aussitzen, aber unsere Bundesregierung tut aktuell viel zu wenig für den Klimaschutz. Und wenn ihnen ihre eigenen Ziele nicht passen und wenn sie merken oder als sie gemerkt haben, dass sie in den einzelnen Sektoren Landwirtschaft, Verkehr, Energie und so weiter ihre Klimaziele nicht erreichen, was haben sie da getan? Sie haben das Klimagesetz angepasst, damit sie ihre Ziele erreichen. Also sie haben aufgelöst, dass einzelne Sektoren, wie zum Beispiel unser Verkehrsminister Herr Wissing verantwortlich gemacht werden kann für die drastische Zielverfehlung in seinem Verkehrsbereich. Also sie haben die Klimaziele aufgehoben und sagen jetzt, naja, ist ja egal, Deutschland muss insgesamt sein Klimaziel erreichen. Wir lassen das mal mit den Sektoren. Das schaffen wir nämlich nicht. Unsere Klage hat sich aber auf das Klimagesetz davor bezogen. Und ja, weil die Bundesregierung nicht ausreichend politischen Willen hat, ihre eigenen Ziele zu erreichen, sind sie in Berufung gegangen, also in Revision. Und das Ganze wird jetzt vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt werden, also vor dem höchsten Gericht in Leipzig, vor dem Bundesverwaltungsgericht. Wenn dieses Gericht es genauso sieht wie das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, wovon wir stark ausgehen, denn die wissenschaftlichen Daten und die Faktenlage ist eindeutig, dann muss die Bundesregierung ja tätig werden. Und leider Gottes ist es so, dass Gerichtsverfahren immer lange dauern, weil unsere Gerichte, wie gesagt, überlastet sind. Mal sehen, ob dann noch die gleiche Bundesregierung im Amt sein wird. Aber da wird schon was passieren. Und darauf freuen wir uns. Ohne Gerichtsurteile passiert leider Gottes gar nichts. Unseren Politikern und Politikern geht immer dann die Puste aus und geht immer dann der Mut aus, wenn sie selber in Regierungsverantwortung kommen. Das wird bei anderen Parteien auch so sein, wenn sich in der Zukunft Regierungszusammensetzungen auch mal ändern werden. Und deswegen braucht es unbedingt NGOs und Umweltverbände und einfach eine starke Zivilgesellschaft. Da gehören ja nicht nur NGOs dazu, gehört jeder Bürger, jede Bürgerin dazu, die das Kreuz bei der Wahl macht und die Stimme aufmacht und sich einfach erhebt und diesen Menschen, die den politischen Willen zum Klima- und Naturschutz nicht haben, nicht damit durchkommen lässt. Ja, also wir alle sind Zivilgesellschaft. In dem Moment, wo wir aus dem Büro gehen oder wo wir unseren Arbeitsplatz verlassen und wieder Privatperson werden, sind wir Zivilgesellschaft. Und es gibt ganz, ganz viele Arten, sich einzubringen. Man kann eine Petition unterschreiben, man kann einen Verein gründen, man kann einer Partei beitreten, man kann sogar eine eigene Partei aufmachen. Bündnis per Cyriax oder so etwas. Nein, das werde ich nicht tun. Ich bin wirksam bei der Deutschen Umwelthilfe und das macht Spaß, man braucht viel Geduld. Aber ab und zu haben wir eben auch Erfolgsmomente, wie das eben beschriebene positive Gerichtsurteil, und das gibt dann wieder Feuer und lädt die Batterien auf für die nächste Zeit. Früher habe ich gedacht, man müsste sozusagen Gegenwerbung schalten. Also neben dem billigsten Schnitzel müsste eben auch sozusagen per Ordnungsrecht verordnet werden, dass ja, vegetarische Alternativen oder so etwas auch beworben werden. Das halte ich auch immer noch für einen sehr guten Weg, und wir sind damit auch tatsächlich in verschiedenen Projekten mit dem Lebensmitteleinzelhandel, also dem Supermarkt, den Ketten im Gespräch. Und dankenswerterweise gibt es ja auch einen Boom bei ähm, also fleischfreien Alternativen, ja, das Veggie-Schnitzel und so weiter
vegetarische Döner und vegane Alternativen haben ja einen unglaublichen Boom und das finde ich auch toll. Ich glaube aber, das kann nur eine Gegenbewegung sein, weil die Menschen die Schnauze voll haben von Skandalen, von Lebensmittelskandalen, von allen möglichen schlechten Nachrichten, die sie in der letzten Zeit gelesen haben. Und deswegen gibt es diesen Boom auf diese fleischfreien Produkte. Was wirklich helfen würde, und das ist meine Antwort auf deine Frage, ist Ernährungsbildung. Und Ernährungsbildung eingebettet in Umweltbildung, ja. Und so wie unsere Kinder lernen, mit Computern umzugehen, mit Zahlen umzugehen, lesen und schreiben zu lernen und diese ganzen wunderbaren Dinge, brauchen wir meiner Meinung nach auch schon im kleinsten Alter Bildung, Umgang mit dem Planeten Erde. Was hängt da dran? Unsere Ernährung ist einer der größten Schlüssel im Kampf gegen das Artensterben und gegen die Klimakrise. Unsere Form der Landnutzung ist zusammen mit Verkehr und Energie einer der größten Hebel. Und wenn wir da rangehen, können wir ganz, ganz viel, ganz, ganz schnell verändern. Und deswegen führt der Weg zum Klimaschutz auch über die Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Die bilden sich aber in sehr frühem Alter schon heraus. Und natürlich essen die Kinder das, was ihre Eltern essen. Und ja, deswegen Bildung, Bildung, Bildung.